Stell dir einen Jungen vor, der mit 8 Jahren eine Hantel hebt, die schwerer ist als sein eigenes Körpergewicht. Ein Mädchen, das in Sekunden schneller zuschlägt als professionelle Kämpfer. Ein 7-jähriges Kind, das ein Auto zieht, als wäre es ein Spielzeug. Sie existieren. Das ist keine Fantasie und keine Erfindung. Echte Kinder, die ihre körperlichen Fähigkeiten bis an die Grenzen gebracht haben. Einige sind das Ergebnis härtester Trainings, andere eine genetische Anomalie. Und manche wurden einfach mit einer Kraft geboren, die das menschliche Verständnis übersteigt. Richard Sandrak, ein Junge, der zur Legende des Bodybuildings wurde und den Spitznamen Kleiner Herkules erhielt. Er wurde in der Ukraine geboren, aber seine Familie zog in die USA, wo sein Vater ihn von klein auf trainierte. Bereits im Alter von 8 Jahren. Er konnte eine Hantel mit einem Gewicht von 210 Pfund drücken, was mehr als das Doppelte seines eigenen Gewichts war. Optisch sah er unglaublich aus. Das Kind hatte einen definierten Bauch, eine entwickelte Brust und muskulöse Arme wie ein erwachsener Sportler. Sein Training umfasste Hunderte von Liegestützen und Klimmzügen. Und spezielle Kraftübungen, die dazu führten, dass sein Körper fast unnatürlich aussah. Richard zog die Aufmerksamkeit Hollywoods auf sich, spielte in Filmen und Shows mit und seine Fotos gingen um die ganze Welt. Mit der Zeit zog er sich jedoch aus dem Bodybuilding zurück und erklärte, dass er ein normales Leben führen wolle. Dennoch sorgt seine Geschichte bis heute für Diskussionen. War er genetisch begabt oder war das alles das Ergebnis härtester Trainings unter der Aufsicht eines strengen Vaters? Lisa Haurer, deren Kind von Wissenschaftlern als der Junge ohne Fett bezeichnet wurde. Er wurde mit einem seltenen Syndrom geboren, bekannt als Myostatinmangel, das zu einer anomalen Muskelentwicklung führt. Bereits im Säuglingsalter waren bei ihm ausgeprägte Muskeln sichtbar und im Alter von 3 Jahren zeigte er eine Kraft, die mit der von erwachsenen Sportlern vergleichbar war. Dieser Fall schockierte die wissenschaftliche Gemeinschaft, denn normalerweise erfordert eine solche Entwicklung jahrelanges Training. Doch Lisa konnte Klimmzüge machen, Liegestütze und Gegenstände heben, die für sein Alter zu schwer waren, ohne spezielles Training. Seine Eltern waren verwirrt. Einerseits hatte ihr Sohn einzigartige Fähigkeiten. Andererseits begannen Wissenschaftler, Interesse an seiner Genetik zu zeigen und fragten sich, ob dies der Schlüssel zur Schaffung von Supersoldaten in der Zukunft sein könnte. Julian ist ein rumänischer Junge, der im Alter von 5 Jahren bereits ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wurde. Er wurde das jüngste Kind, das den Drachenflagge-Trick ausführen konnte, eine Übung, bei der der Körper horizontal an einer Stange gehalten wird, nur mit der Kraft der Arme. Julian führte auch unglaubliche Tricks aus. Handstampflaufen mit schweren Gewichten, mehrfache einarmige Klimmzüge und Liegestütze auf den Fingern. Optisch sah er aus, als hätte er sein ganzes Leben dem Sport gewidmet. Er hatte eine ausgeprägte Muskeldefinition, die für Kinder untypisch ist. Sein Vater, ein professioneller Trainer, begann, seinen Sohn fast von Geburt an zu trainieren, was viele Diskussionen auslöste. Einige meinten, das Kind sei übermäßigem Training ausgesetzt, während andere seine Leistungen bewunderten. Rümai ist ein japanischer Junge, der seit seiner Kindheit die Bewegungen von Bruce Lee nachahmte und zu einer echten Sensation in der Welt der Kampfkünste wurde. Im Alter von 6 Jahren beherrschte er bereits virtuos die Nunchakus und wiederholte die legendären Kombinationen aus Bruce Lees Filmen mit unglaublicher Präzision. Optisch sah es wie Magie aus. Das Kind führte mit voller Konzentration Schläge, Handwechsel und Blöcke aus und bewegte sich mit blitzschneller Geschwindigkeit. Seine Videos im Internet sammelten Millionen von Aufrufen und Experten erkannten an, dass er für sein Alter eine phänomenale Technik besitzt. Rüb setzte sein Training fort und wurde bereits mit 10 Jahren zu einem der bekanntesten jungen Meister der Kampfkünste weltweit. Seine Geschichte inspirierte Tausende von Kindern auf der ganzen Welt. Sie begannen, Sport zu treiben und zeigten, dass Talent und Fleiß das Unmögliche möglich machen können. Varja Akulova ist ein Mädchen, dessen körperliche Fähigkeiten die ganze Welt erstaunten. Sie wurde in eine Familie von Zirkusathleten geboren, konnte aber bereits im Alter von 5 Jahren schwere Gewichte heben, die für die meisten Erwachsenen unmöglich sind. Mit 7 Jahren hob sie eine Hantel mit einem Gewicht von 220 Pfund. Und mit 8 Jahren arbeitete sie bereits mit Gewichten über 350 Pfund. Ihr Vater, selbst ein Sportler, erklärte dies mit einzigartiger Genetik und täglichem Training. Visuell sah das beeindruckend aus. Ein zerbrechlich aussehendes Mädchen hob mühelos riesige Gewichte. Sie kam ins Guinness-Buch der Rekorde als das stärkste Mädchen der Welt. Spezialisten untersuchten ihr Phänomen und fragten sich, ob es Talent, Genetik oder eine einzigartige Trainingsmethode war. Yan Jinlong, ein 7-jähriger Junge aus China, der buchstäblich mehrtonnige Autos bewegte und erwachsene Menschen auf seinen Schultern trug. Seine außergewöhnliche Kraft zeigte sich bereits im Alter von 2 Jahren, als er mühelos Zementsäcke wog, die mehr wogen als er selbst. Der schockierendste Fall ist ein Video, in dem Jan einen Kleinlaster hinter sich herzieht, nur mit einem Seil und der Kraft seiner Muskeln. Viele Erwachsene sind selbst nach jahrelangem Training nicht zu solchen Leistungen fähig, und dieses Kind tat es ohne sichtbare Erschöpfung. Wissenschaftler versuchten, dieses Phänomen zu erklären.
aber bei dem Jungen wurden keine genetischen Anomalien festgestellt. Seine Eltern behaupten, dass er einfach so geboren wurde, stark, ausdauernd und voller Energie. Naomi Gutin ist ein Mädchen, das im Alter von 10 Jahren bereits eine Hantel mit einem Gewicht von über 400 Pfund hob. Das ist doppelt so viel wie ihr eigenes Gewicht, was sie zu einem der stärksten Mädchen der Welt macht. Bei Kraft-Dreikampf-Wettbewerben trat Naomi gegen erwachsene Frauen an und besiegte sie, indem sie neue Weltrekorde aufstellte. Visuell waren ihre Auftritte beeindruckend. Das kleine Mädchen bewältigte mühelos Belastungen, bei denen viele erwachsene Athleten das Bewusstsein verloren. Ihr Training umfasste komplexe Kraftübungen und ihre Ernährung sowie ihr Tagesablauf waren bis ins Detail durchdacht. Als Ergebnis wurde Naomi zu einer Ikone des Frauensports und zeigte, dass die Grenzen des Möglichen nur in unseren Köpfen existieren. Jake Schellenschlager, ein 14-jähriger Kraftdreikämpfer, der über 300 Pfund hob. In diesem Alter ist solche Kraft eine Seltenheit, da die meisten Teenager gerade erst anfangen, Muskelmasse aufzubauen. Er begann in jungen Jahren zu trainieren, inspiriert von den Geschichten professioneller Strongmen. Sein Idol war Arnold Schwarzenegger und Jake setzte sich das Ziel, der jüngste Rekordhalter im Gewichtheben zu werden. Bei Wettkämpfen hob er Gewichte, die ein Vielfaches seines eigenen Körpergewichts betrugen und das mit einer Technik, die Profis würdig ist. Experten waren von seiner körperlichen Verfassung beeindruckt, denn Teenager verfügen normalerweise nicht über solche Kraft. Cosmo Teed ist ein 14-jähriger Bodybuilder aus Großbritannien, der jüngste Teilnehmer an Bodybuilding-Wettbewerben wurde. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Teenagern sah sein Körper aus, als hätte er jahrzehntelang trainiert. Er hatte definierte Muskeln, einen minimalen Fettanteil und eine ausgezeichnete körperliche Verfassung. Cosmo begann im Alter von 8 Jahren zu trainieren und steigerte allmählich die Belastungen. Mit 14 nahm er bereits an Turnieren teil und posierte auf der Bühne wie erwachsene Profis. Das rief widersprüchliche Reaktionen hervor. Einige bewunderten seine Zielstrebigkeit, andere sagten, dass solche Belastungen für ein Kind gefährlich seien. Cosmo selbst behauptete, dass ihn der Trainingsprozess inspiriere und dass er ein Vorbild für andere Kinder sein wolle, indem er zeigt, dass Sport nicht nur Kraft, sondern auch Disziplin ist. Evnika Sadikas, ein 10-jähriges Mädchen aus Kasachstan, das über eine blitzschnelle Schlagtechnik verfügte. Ihre Bewegungen waren so schnell, dass selbst professionelle Trainer sie mit Boxlegenden verglichen. In einem der Videos landete sie innerhalb von Sekunden Dutzende präziser Schläge auf den Boxsack, was die Zuschauer schockierte. Visuell sah es so aus, als ob die Aufnahmen beschleunigt worden wären, aber alles geschah in Wirklichkeit. Ihre Geschwindigkeit war einfach unglaublich. Ihr Vater, der auch ihr Trainer ist, begann sie in jungen Jahren zu unterrichten und mit 10 Jahren trat sie bereits gegen Jungen an und ging oft als Siegerin hervor. Viele Experten sahen ihr eine große Zukunft im Profisport voraus, aber schon jetzt hat sie bewiesen, dass das Alter kein Hindernis für Erfolg ist. Rashad Marti ist ein 12-jähriger Kämpfer, der den Spitznamen albanischer Bär erhielt. Trotz seines jungen Alters zeigte er bereits damals eine Technik, Ausdauer und Kraft, die mit erwachsenen Sportlern vergleichbar sind. Seit seiner Kindheit trainierte er in der Halle unter der Anleitung seines Vaters, der ebenfalls Boxer war. Erstaunlicherweise konnte er in Sparrings sogar erwachsenen Gegnern standhalten, harte Schläge aushalten und kraftvolle Konterschläge landen. Bei Boxturnieren gewann Rashad oft in wenigen Sekunden. Seine Geschwindigkeit, Reaktion und Kraft waren so beeindruckend, dass Experten begannen, ihn mit legendären Kämpfern wie Mike Tyson zu vergleichen. Wenn man seine Leistung sieht, ist es schwer zu glauben, dass das ein 12-jähriges Kind macht. Yafong Teed-Woiten. Ein 11-jähriger Junge, der sowohl die Box als auch die Gymnastiktechnik gleichermaßen gut beherrscht. Er kombiniert beide Sportarten, indem er Kraft, Geschwindigkeit und Beweglichkeit entwickelt. Schon in jungen Jahren wurde er dank seiner unglaublichen Technik ein Star in den sozialen Medien. Seine Schläge sind so schnell und präzise, dass selbst professionelle Trainer beeindruckt waren. Darüber hinaus führt er komplexe gymnastische Elemente aus, wodurch seine Körperbeherrschung einfach phänomenal ist. Yafong hat mit den besten Kämpfern trainiert, darunter bekannte Boxer und MMA-Sportler. Schon als Kind zeigte er ein Niveau, das viele Erwachsene übertraf. Und sein Traum ist es, Weltmeister in mehreren Sportarten zu werden. Broplyn Sittner ist eine 17-jährige Gewichtheberin, die den 3. Platz bei einem prestigeträchtigen Turnier unter Erwachsenen belegte. Sie begann mit dem Powerlifting im Alter von 8 Jahren und zeigte bereits mit 12 Jahren Ergebnisse, die viele erwachsene Sportlerinnen übertrafen. Bei den Wettkämpfen hob sie eine Hantel, deren Gewicht ihr eigenes um ein Vielfaches überstieg. Dieses Phänomen erregte enorme Aufmerksamkeit. Wie kann ein so junges Mädchen eine derart unglaubliche Kraft zeigen? Die Antwort war einfach. Disziplin, regelmäßiges Training und richtige Ernährung. Broplyn wurde zum Symbol dafür, dass Stärke nicht vom Alter oder Geschlecht abhängt, sondern das Ergebnis harter Arbeit ist. Andrei Cosmo ist ein ukrainischer Junge, der einen Rekord aufgestellt hat, indem er über 4000 Liegestütze in 2 Stunden und 29 Minuten gemacht hat.
Eine solche Anzahl von Wiederholungen erfordert nicht nur enorme Kraft, sondern auch Ausdauer, denn selbst professionelle Sportler sind selten zu Ähnlichem fähig. Er begann schon in jungen Jahren zu trainieren. Und er erhöhte allmählich die Belastung, bis er rekordverdächtige Ergebnisse erreichte. Dieser Fall hat gezeigt, dass die menschlichen Möglichkeiten praktisch unbegrenzt sind, wenn der Mensch bereit ist, an sich selbst zu arbeiten. Viele haben versucht, seine Leistungen zu wiederholen, aber nur wenigen gelang es, sich auch nur annähernd an eine solche Anzahl von Liegestützen heranzutasten. Jessie GMC Paland ist ein Mädchen, das bereits in jungen Jahren über 220 Titel in den Kampfkünsten gewonnen hat. Sie begann im Alter von 3 Jahren mit Karate. Und mit 7 Jahren trat sie bereits bei internationalen Turnieren auf und beeindruckte die Richter mit ihren unglaublichen Techniken. Ihre Hauptmerkmale sind blitzschnelle Reaktionen und Präzision der Schläge. Visuell erinnern ihre Auftritte an Szenen aus Actionfilmen mit scharfen Schlägen, akrobatischen Bewegungen und maximaler Konzentration. Bei einem der Wettkämpfe gelang es ihr, eine Serie von äußerst schwierigen Fußtritten auszuführen, die in der Technik sogar einige erwachsene Meister übertrafen. Jessie wurde zum Symbol der Kampfkünste unter Kindern und inspirierte Hunderttausende junger Sportler auf der ganzen Welt. Manny Drexler ist ein 16-jähriger Bodybuilder, der sein Leben dem Sport und einem gesunden Lebensstil gewidmet hat. Im Gegensatz zu vielen anderen Kindern hat er nicht nur Muskeln aufgebaut, sondern auch die Prozesse studiert, die im Körper ablaufen. Bei Training und Ernährung. Seit seiner Kindheit interessierte er sich für Biomechanik und Sportphysiologie, wodurch er ein perfektes Trainingssystem entwickeln konnte. Optisch sah sein Körper so aus, als ob er seit Jahrzehnten Sport treiben würde. Er hatte ein perfektes Gleichgewicht zwischen Muskelmasse und Definition. Sein Ziel ist es, nicht nur ein Sportler zu werden, sondern ein echter Experte im Bereich Bodybuilding und Fitness. Er beweist, dass Stärke nicht nur im Training im Fitnessstudio liegt, sondern auch im Verständnis des eigenen Körpers. Maximus Hall ist der Sohn des legendären Strongman Eddie Hall. Bereits mit 11 Jahren zeigte er eine unglaubliche Kraft, die er von seinem Vater geerbt hat. Einmal beeindruckte er die Zuschauer, indem er in jungen Jahren ein Gewicht hob, das selbst für einige erwachsene Sportler unerreichbar ist. Seine DNA ist Kraft, aber er trainiert auch intensiv, um das Niveau seines berühmten Vaters zu erreichen. Viele glauben, dass er der neue Champion in der Welt des Kraftsports wird, da seine Leistungen weiterhin rasant steigen. Arad Hosseini ist ein 10-jähriger Junge aus dem Iran, der als der iranische Messi bezeichnet wird. Seit seiner Kindheit vereint er Talent für Fußball mit unglaublichen akrobatischen Fähigkeiten. In Videos führt er Fallrückzieher aus, macht Luftrollen und umgeht Verteidiger mühelos, als wäre er ein Spieler von Weltklasse. Seine Technik beeindruckt sogar professionelle Trainer. Arad hat seit jungen Jahren trainiert und jeden Aspekt des Spiels perfektioniert und jetzt wird er als einer der vielversprechendsten jungen Fußballspieler der Welt anerkannt. Lisa Brooklyn Mossy. Eine 10-jährige Turnerin, die über eine unglaubliche körperliche Fitness verfügt. Ihr Bauchmuskeltraining, ihre Flexibilität und Stärke beeindrucken sogar professionelle Sportler. Sie führt die schwierigsten akrobatischen Elemente aus, die Kraft erfordern und so weiter. Präzision der Bewegungen. Einmal bei einem Wettkampf zeigte sie ein Programm, das kaum von erwachsenen Teilnehmern wiederholt werden konnte. Ein Beispiel dafür, dass Training und Disziplin ein echtes Wunder schaffen können. Sie entwickelt sich weiter und könnte in der Zukunft vielleicht Olympiasiegerin werden.